leicht und entspannend, traurig oder aufregend. Musik hat auf uns Menschen eine große Wirkung. Dass Melodien Emotionen auslösen, verstärken oder auch formen können, ist längst bekannt. Der Psychologe Marcel Zentner untersucht im Rahmen eines Forschungsprojektes der Universität Innsbruck die genaue Wirkung auf die menschliche Psyche. Wir haben versucht, wirklich im Einzelnen herauszufinden, welche unterschiedlichen Formen von Emotionen auf Musik erlebbar sind und dadurch auch versuchen zu verstehen, warum eigentlich Musik diese unglaublich faszinierende Wirkung hat, ja, also die so stark ist, dass man eigentlich manchmal fast von einer gewissen Abhängigkeit sprechen kann. Für seine Forschung nutzt Zentner eigens entwickelte Tests. Verschiedenen Gruppen, wie etwa Kindern, wird Musik vorgespielt. Sie sollen das Gehörte nach verschiedenen Kriterien bewerten: Rhythmus, Klangfarbe, Tempo oder auch die ausgelöste Stimmung. Die Forschung soll eben eigentlich uns zeigen, wie sehr Musik verquickt ist mit anderen Begabungen. Und erstens einmal, das muss ja zuerst einmal herausgefunden werden, weil es gibt sehr wenig dazu. Der Test, den wir entwickelt haben, stellt eigentlich die erste Grundlage dar für systematische Untersuchungen in diesem Bereich. Und dann, wenn sich das weiterhin bestätigt und zeigt eben, dass diese Zusammenhänge bestehen, eben auch mit sprachlichen Fähigkeiten, natürlich zu sehen, inwieweit das musikalische Unterricht und die musikalische Begabung generell eben andere Fähigkeiten befördern kann. Bisher sind in Untersuchungen Musiker und Nichtmusiker gegenübergestellt worden. Die Annahme war, dass Musiker auch tatsächlich musikalisch sind und die anderen eben nicht. Für Marcel Zentner reicht diese Unterteilung nicht. Weitere Typen müssen erfasst werden. Zum einen die musikalischen Schläfer, also jene Personen, die musikalisch veranlagt sind, allerdings kein musikalisches Wissen haben. Zum anderen gibt es auch schlafende Musiker, das heißt Menschen, die zwar viel über Musik gelernt haben, aber kein wirkliches Talent dafür haben. Zu sagen, der ist gut, der ist schlecht, das ist nicht das Interesse primär, sondern eigentlich mehr zu sehen, wie hängen eben diese musikalischen Fähigkeiten zusammen. Da haben wir zum Beispiel gesehen, es hängt zusammen mit Empathie, dem Einfühlungsvermögen, es hängt zusammen mit sprachlichen Fähigkeiten, hatte ich schon erwähnt. So sehr, dass man mittlerweile herausgefunden hat, dass Legasthenie oder Dyslexie, ja, diese Sprechstörung, eine Rhythmuswahrnehmungsstörung ist und dass Kinder, die diese Störung haben, ein Rhythmustraining durchlaufen und nach diesem Rhythmustraining können sie wieder gut sprechen. Es hängt aber auch zusammen mit der Erkennung von Emotionen, nicht überraschenderweise vor allem der Stimme. Also Kinder oder Personen, die gute Wahrnehmungsfähigkeiten haben in der Musik, können Emotionen auch besser verstehen. Von 500 Emotionsausdrücken sind 50 musikalisch relevant. Zentner und seine Arbeitsgruppe konnten sie in 9 Kategorien bündeln. Sehnsucht, Freude, Trauer, das musikalische Erleben dieser Gefühle ist auch in bestimmten Gehirnregionen messbar. Da sind sehr wichtig die Hirnareale, die eben eigentlich aktiviert werden bei starken Belohnungen, ja? Also wie das Stillen von Hunger oder auch Sex. Da ist Musik eigentlich in der gleichen Kategorie drin. Musik kann medizinisch wirksam sein oder dazu dienen, Kaufentscheidungen von Kunden zu beeinflussen. Die Ergebnisse der Universität Innsbruck helfen, den Einfluss der Musik auf uns Menschen besser zu verstehen.